Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute, ja, ihr habt es euch gewünscht, wir sind bei Part 2 mit Momentum. Wir sprechen heute über Vintage Watches und du hast einiges vorbereitet, richtig? Jawohl. So, let's go! Ja, was ist passiert im Vintage-Markt, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Der ist explodiert. Der ist explodiert. Also es ist unglaublich, wie viele Leute gerade starke Uhren suchen. Das sind alles Leute, die genau wissen, was sie wollen. Die haben ihre Liste, die versuchen die gerade abzuarbeiten, die suchen nach hoher Qualität und haben jetzt die Zeit dazu. Aber ich finde, gerade jetzt in diesem Day-Date-Bereich, da sind die Preise und auch im Datejust-Bereich die Preise nochmal überproportional gestiegen. Ja. Also im Day-Date-Bereich würde ich sagen, haben die Leute endlich mal realisiert, womit sie hier zu tun haben. Also das sind jetzt nicht Uhren, die irgendwie, natürlich ist Rolex ein Massenproduzent, aber je nach Zifferblatt-Variante oder Zustand werden auch Day-Dates relativ sehr selten. Aber war das in der Vergangenheit schon mal so, dass man gesagt hat, Datejust, Day-Date-Modelle, Vintage-Modelle, waren die schon mal collectible oder war das noch nie so? Die waren collectible für gewisse Leute, nicht sehr stark. Die waren Weil nicht jeder sehr wollte stark. eigentlich Stahlsport haben. Sportmodelle. Und irgendwann mal kam dann der Bug, dass die starken Sammler angefangen haben, Gold-Sportmodelle einzukaufen. 1675, 1680, alte Chronographen. Und damit ist auch irgendwie der Impuls gekommen, dass die Leute sich DDs angeschaut haben. Also ich kann nur halt wir haben ja ein bisschen unterschiedliche Kunden, ich kann dir nur sagen, bei mir, die jüngeren Leute sind jetzt nicht auf der Suche nach größeren Uhren im Durchmesser, also gerade 36er oder alles so 40 darunter auch, ist schon sehr spannend geworden, auch jetzt mehr und mehr. Ne? Ja. Und sehr spannend. Ich denke mal, gerade im Preisgefüge, da haben wir eben auch drüber gesprochen, wenn man eine neue Day-Date 36 mm von Rolex kauft, man muss eventuell 1.000, 2.000 Euro Premium zahlen für reguläres Goldmodell. Dann sind wir ja schon bei 37.000 Euro in etwa. Und ihr müsst euch vorstellen, eine normale Day-Date aus dem Vintage-Bereich, die liegt aktuell, sagen wir mal, bei knapp 20.000 Euro, vielleicht ein bisschen drunter, vielleicht ein bisschen drüber, je nach Lieferumfang. Und da ist noch wirklich Luft nach oben. Und Day-Date hat für heute auch was vorbereitet. Ja, was heißt vorbereitet? Ich habe die reinbekommen und du bist wieder mal der Erste, der die sieht. Ja, sehr gut. Also das ist so, wir sagen auch, das ist ein Jackpot für uns als Händler, obwohl wir viele Uhren sehen, wenn wir zum Beispiel sowas sehen. Und auch alles komplett, ich sehe schon. Ja, tutto completo. Ein Stellar da, ja? Jawohl, aber was für eins? Alle Leuchtpunkte intakt. Ich sag nur Feuer. Das hat einen Goldprint, also keinen schwarzen Print drauf. Ah, stimmt. Ja, ist Die auch wieder Schrift- ein die feiner Schrift ist Unterschied. golden, ja. Ja, und das gibt der Uhr so richtig Feuer, weil die Uhr hat sehr starke, klare Linien. Die ist, glaube ich, vielleicht noch nie poliert worden. Also sie ist in extrem starkem Zustand. Zifferblatt ist makellos und da freuen wir uns richtig. Und zum Beispiel jetzt sowas hier, das ist die Referenz 18038. 18038. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also die Uhr, suchst du sowas oder kommen Privatleute zu dir oder wie läuft das ab? Also wir machen ja, Day-Date ist ja schon lange mein Streckenpferd gewesen, mein Lieblingsmodell. Und habe vor 2 Jahren angefangen, mich so ein bisschen drauf zu spezialisieren. Die Leute sehen das natürlich auch, wenn die sehen, dass ich verkaufe, dann bieten die mir auch schon mal solche Sachen an. Das heißt, die Uhr ist eigentlich zu mir gekommen von einem Kunden, dem ich schon andere Day-Dates verkauft hatte. Okay. Und hier im Lieferumfang, wenn wir das mal zeigen, hier haben wir dann doch einiges mit dabei. Ne? Alles außer die Kaufrechnung. Also ein okay. Original-Booklet, Translation-Booklet, dann hast du Original-Zertifikat, gepuncht, so wie es sein sollte. Alle Glieder mit dabei und eine schöne Box. Super. Wie wichtig für dich jetzt, ist Box und Papiere? Für mich persönlich ist es nicht wichtig, weil wenn ich meinen Kauf einschränke, mit Box und Papieren zu suchen, dann werde ich vielleicht nie gute Uhren sehen. Das weiß man nicht, ob die guten Uhren wirklich auch mit Box und Papieren da sind. Natürlich findet man die hier und da schon, aber ich sag mal, das ist eine lange Reise. Wenn der Schwerpunkt irgendwo auf den Papieren liegt, dann habe ich vielleicht eine Uhr mit einem absoluten Fullset und 10 Service Papers und alles an der Uhr ist schlecht. Das kann auch sein. So, im Mittelpunkt steht die Uhr. Und es ist natürlich schön, wenn ich das mit angeboten bekomme, aber wenn jemand sagt, ich habe keine Box und Papiere, würde ich die Uhr trotzdem kaufen. Sehr klare Worte, ja. Finde ich auch spannend, sowas mal aus diesem Bereich zu hören, was sich ja schon von modernen Uhren unterscheidet. Wo liegt sowas preislich aktuell? Die liegt knapp unter $60.000. 60.000.
Boah. Es kommt alles zusammen. Erstmal, du hast absolute Top-Qualität von der Uhr. Das Blatt ist makellos, die Tritium-Punkte sind alle original, Zeiger sind original, nichts korrodiert, nichts verfärbt. Die Luminous-Punkte sind ein bisschen cremefarbig geworden, das sieht richtig gut aus auf dem Rot. Ja, passt. Hier, wir sprechen wirklich über Sachen, die ihr wahrscheinlich in eurem Leben in diesem Lieferumfang nie wieder sehen werdet. Wenn man sich vorstellt, dass manche Modelle aus der heutigen Zeit, die noch immer produziert werden, mit dem dreifachen Listenpreis gehandelt werden, dann ist das schon etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, dass man sich zumindest damit mal auseinandersetzt. Ja. Aus dem Daily-Bereich, hast du noch was dabei? Ja, ich habe eine sehr, sehr schöne Weißgold 18039 und zwar hat die ein wunderbares, sehr seltenes Holzzifferblatt. Holz. Wood Dial. Toller Charakter mit dem Weißgold, schöner Kontrast, warmes Ziffernblatt. Ganz anders als Gelbgold. Wie sind denn von der Seltenheit Weißgold jetzt im Verhältnis zu Gelbgold? Kann man so eine Ratio sagen? Ist sehr schwierig. Also die Ratio kommt zustande, wenn wir gucken, wie viele Uhren wir auf dem Markt oder überhaupt bei Sammlern sehen. Und ich glaube, das ist ein Zehntel. Ein Zehntel in Weißgold und so fast wenig. Alles in, nee, nicht fast alles, sondern alles in Gelbgold. Und Platin natürlich dann nochmal weniger. Platin kaum, weil Platinuhren, es gibt nicht wirklich viele Informationen, dass Platinuhren mit diesen speziellen Zifferblättern ausgeliefert worden sind. Tatsächlich. Das heißt, du wirst eventuell jemanden sehen, der eine Platinuhr hat und das Blatt hat und das reingepackt hat und das ist wunderschön. Was genau heißt das? Also, dass die Uhr quasi nicht mit dem Blatt gekommen ist? Ausgeliefert worden ist, genau, bei Platin. In ganz, ganz seltenen Fällen sehen wir dann, dass spezielle Blätter in Platin eingebaut worden sind. Weil die normalen Blätter von der Stange, sage ich mal, schon relativ speziell sind. Die haben dann spezielle Farben, wie das Ice Blue oder die Diamantblätter haben dann größere Diamanten. Das sind so ganz kleine Merkmale, die Uhr schon markant machen. Und Platin mit Lapis, mit Onyx, habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also ihr müsst euch vorstellen, es ist halt im Bereich des Möglichen, dass Uhren vom Werk ausgeliefert worden sind. Händler, die in der heutigen Zeit kaufen, ein Ziffernblatt haben und das dann einbauen, ne? Und so die dann verheiraten. Ne? Ja, entweder Händler oder Sammler. Oder Sammler, genau. Sammler, ja. Ja. Stimmt. Ja. Wo liegt sowas jetzt aktuell? Die liegt bei ca. $52.000. Und das Holzzifferblatt ist ein Blatt, was ohnehin in sehr, sehr geringen Stückzahlen ist jetzt das Holz produziert da oben worden frei ist. oder wie muss ich, oder? Das ist ein Holzblatt, was einmal lackiert worden ist mit einem Klarlack und da sind die Indizes draufgekommen. Und die Indizes machen halt den Unterschied, ob die in Weißgold oder in Gelbgold sind. Also das Gelbgold, die Uhr genauso mit dem gleichen Blatt gemacht für Gelbgold 22.000, 23.000. Krass, so ein Unterschied. Also schon mehr als doppelt. Ah, interessant. Ja. Okay. Und ein anderes Merkmal, Charakteristik von den Holzblättern, das ist ja Holz. Und wenn Holz feucht wird, dann wissen wir alle, was passiert. Das wellt sich dann. Ich habe einige Exemplare gesehen in Holz, wo quasi am Rand eine kleine Rille entstanden ist, wo man quasi reingucken konnte, weil das Blatt sich gewellt hat. So, und von der Ästhetik macht das sehr, sehr groß, sehr, sehr viel aus. Umso schwieriger ist es, eins zu finden, was in diesem Zustand ist. Ich merke es immer wieder, bei Vintage-Uhren ist der Zustand, das ist ein sehr, sehr großer Anteil vom Preis. Ja. Kann man mit modernen Uhren gar nicht vergleichen. Wir haben hier, wenn der Zustand passt und so weiter, da werden gleich ganz andere Summen aufgerufen. Ne? Ja, also die Uhr ist schon in einem sehr guten Zustand, aber wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine, die nagelneu oder fast nagelneu ist, wird die auch für 100.000 gehen. Ah, okay, Ja. so ist das, ja. Also wir haben ja einmal Seltenheitsfaktor und dann den Zustand dazu. Ja. Weil manchmal sind Uhren halt so selten, dass auch in einem schwachen Zustand sind die interessant und teuer. Aus dem Dated-Bereich ist noch was hier, oder? Ähnlich, ich habe Datejust. Oh, einer meiner meistverkauften Modelle tatsächlich, Ja. Datejust in Vollgold. Also, das ist natürlich krass. Ja. Wer hatte die nochmal am Handgelenk? Irgendeiner aus Hollywood. Ja, ich komme nicht so. Nicholas, nee. Nein, der vor kurzem, der hatte so einen kompletten Verband. Ich kann es mit Sicherheit ein Bild hier einblenden, weil derjenige, mein Kameramann, ja, der möchte diese Uhr unbedingt haben. Also, und der sagte mir immer, weißt du welche Uhr? Nicht Jason Derulo, ich weiß nicht, irgendjemand, aber der hat genau diese Uhr einmal getragen bei einer Aufführung. Stark. Das im Set zu sehen, Marshall, das ist wirklich sehr, sehr Ja, krass. ich habe die Lapis habe ich vor ein paar Wochen gekauft und die habe ich erst letzte Woche gekauft. Und Brutal, das ist wirklich heftig. der Seltenheitsfaktor ist, dass wir heutzutage, wenn wir suchen, wenn wir googeln, die Steinzifferblätter fast nur auf Saphirglasmodellen sehen. Also die ist schon sehr, sehr selten als Uhr selbst. Die einzigen Plastikmodelle, die mit Steinblättern gemacht worden sind Datejust. Also du wirst keine Daydate finden mit Steinzifferblatt und Plexiglas. Damals wurden die nicht gemacht. Das heißt, das waren die ersten Steinzifferblätter, die Rolex so produziert hat. die eingebaut worden sind. Genau. Wow.
So. Und die im Set zu haben, ich meine, das ist dann wirklich Energie. Eine Blau hier mit dem Gelb-Gold, boah, das gefällt mir sehr, sehr. Aber mit Schwarz auch heftig. Ja, also jedes Lapis-Zifferblatt ist unterschiedlich wegen den Venen und den Farben drauf. Ich nenne die Uhr einfach The Ocean. Ja. Die erinnert mich so an Meer. Stimmt, ja. Die hat halt ein schönes Lichtspiel, wenn man das in die Sonne hält, ne, mit dem Goldprint. Onyx ist halt die Tiefe schlechthin. Ja. Also understated, mehr geht nicht. Stimmt. Wo liegt denn sowas jetzt? Ich meine, Onyx liegt bei $34.000. Das ist ohne Boxpapiere. Ein sehr schönen Zustand, hat noch das alte Band. aber 34 muss ich sagen, das ist jetzt verglichen mit Day-Date-Modellen, auch gerade mit Plexiglas kann man, das ist noch im Rahmen, ne? Die gehen stark hoch. Blau liegt bei $46.000. Und zwar ist hier nochmal ein extra Aufpreis für die Ästhetik des Blattes. Okay. Also Blau ist nicht gleich Blau und Lapis ist nie Ist es so extrem? dasselbe. Jedes einzelne Lapisblatt ist unterschiedlich. Tatsache. Und das ist mit unter den schönsten, die ich je gesehen habe. Tiger Original, Kroneband, einfach nur top. Also die Uhr am Handgelenk. Stimmt. Krone muss man auch, hier Schließen muss man auch gucken, ne? Ja. Ob das alles zusammenpasst und sowas. Gold ist ja dann doch durchaus weicher als Stahl und tolles Set, wirklich toll. Also die beiden Uhren zusammen mal zu sehen, ey, krass. Was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir eine kleine, wenn ich das so sagen darf, eine kleine Bombe. Das ist eine Datejust 1602, also die Referenz kannst du googeln, da wirst du wahrscheinlich kaum was finden. Also die 1602? Referenz an sich ist extrem selten. Die Uhr ist aus Südamerika, aus Venezuela, von dem Serpico Elino. Das war einer der größten südamerikanischen Retailer. Also wenn du heute eine Uhr findest, eine Submariner, GMT, Daytona, Serpico Elino, das ist ähnlich wie Tiffany & Co. Ach, Tatsache, so, okay. Ja, dann haben wir einen Zustand, ich würde sagen wie neu. Die ganze Uhr ist graviert. Die ist handgraviert mit einem Morales Finishing. Von wann ist, von welchem Jahr? 1960. 1960. Wie kann sowas sein? Wie kann sowas sein? Danke für wer auch immer die Uhr so aufgehoben hat. Du hast ein geometrisches Brick-Tile-Bracelet, sage ich mal, wie kleine Tafeln, wie kleine Kacheln. Konnte man das früher so bestellen? Oder, also ich meine, wie kommt das Armband da dran? Also wie hat das, wie ist Also die Uhren sind, glaube ich, damals so nicht im Laden gelandet, aber man konnte die so bestellen. Ja, es kann auch sein in Südamerika, das werden wir nie rausfinden, ob das vielleicht mal ein Special Order gewesen sind. Ich muss sagen, ich habe so ein Band schon 1- bis zweimal gesehen. Das heißt, ich denke, es gab irgendeine Option, das zu bestellen. Aber gerade wenn es auf diese dünnen Brick-Bracelets kommt, die sind ja nochmal viel empfindlicher als die President-Bracelets. Stimmt, wenn man Und dann in diesem Zustand wie gemalt. Wow. Und die Schließe. Die Schließe ist krass. Das werden wir gleich nochmal im Makro hier einfangen. Wir haben hier einfach keine Gebrauchsspuren. Ne? Und durch das Muster ist auch eine Aufarbeitung nicht möglich. Stark, sehr, sehr stark. Ne? Ne? Aber für so eine Uhr, wie wird das safe teuer sein? Ne? Ich sag mal so, es ist immer noch eine Datejust. Es ist keine Day-Date. Also die gleiche Uhr als Day-Date, wenn nochmal ein Tick teurer. Die ist jetzt nicht so teuer, wie du wahrscheinlich denkst. Also die geht weg für knapp $41.000. Oha. Ja. Aus 1960? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Guck Aber da dir sieht mal man mal, wie viele unerschlossene dann so Juwelen es noch gibt in dem Bereich. Ja. Kann man das ist auch sagen, wie Hallmark. viele Stückzahlen in den 60ern gemacht wurden von Rolex? Ganz schwierig. Ganz Weiß man schwierig. nicht. Ich glaube, ich meine, in den letzten 1-2 Jahrzehnten kann man die Stückzahlen irgendwo googeln, aber davor weiß ich nicht. Weiß man nicht. Ganz schwierig. Tolle Kollektion und gerade jetzt in dem Bereich, also ich fühle einfach, dass die Leute die Größe halt interessanter finden und ich denke schon, da wird sich noch mal einiges tun in dem Bereich. Ja, und Gold ist extrem stark im Kommen. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben auch viele Day-Dates nach Europa verkauft. Also es ist jetzt nicht Ja? so, dass sie sagen, okay, in Europa, wir tragen keine Golduhr draußen. Nein, Die Leute möchten sowas sammeln. Ja, garantiert, ne? So, bleiben wir bei den Oysters. So, die Box hat oben den Deckel verloren mit der Okay. Zeit. Aber dafür haben wir hier eine... Einer der meistverkauften Datejust 36 mm in Stahl. Tada! Oh, mit Sticker on the back. Was? Mit Sticker on the back. 1984 Stahl-Weißgold. Boah, 16014. Komplett ungetragen. Stark. Boah, den Sticker habe ich ja noch nie so gesehen. Ungetragen. Krass. Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen neu und wie neu. Ja, Das ist Ersteres. Boah, so waren die damals im Laden, ne? Genau. So, vielleicht mal ein Geschenk, dann hat der Typ die nie angezogen. Danke, again. Boah. Und ich bin auch sehr froh, dass der Schön, alles damit schön. aufgehoben hat. Hier ist der Kalender, die wurde von 1984, ist sie verkauft worden. In Kowloon in Hongkong, glaube ich. Und die Originalpapiere sind auch noch da. Gestempelt, datiert, gepuncht, so wie wir es, Toll. wo es sein muss einfach. Toll.
Wir haben letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ich denke, also man kann es nur wiederholen, falls ihr jetzt etwas jünger seid, ihr wollt euch eure erste Uhr kaufen, so eine Datejust jetzt, natürlich ist keine neue, ne, sowas ist eher als zum Weglegen gedacht, aber ich denke, das siehst du genauso, dass in dem Bereich, wenn man da anfängt und jetzt so eine Uhr für 6.000 € bekommt. Ne? Die beste Uhr für das Geld. Ja, also man kriegt Jubiläband, das sowieso will jeder haben, 36 mm mit Datum, Rolex, was Besseres kann man... Ja, und ich sag mal, für den Einsteiger ist es auch gut weggelegtes Geld oder Geld am Handgelenk, sag mal, weil genau die Uhr, die du gerade gesagt hast, für 6.000 €, vor 2 Jahren war die 4.000 €. Ja, das ist ja 50% hoch. Ich meine, das ist ein kleiner Betrag, aber es ist 50%. Und die Uhren gehen sehr stark hoch. Das heißt, eine normale Datejust in sehr schönem Zustand, nicht so neu, aber in sehr schönem Zustand zu finden, da muss schon 7.000, 8.000 $ bezahlen. Ja, also mit Boxpapieren, je nachdem, was für ein Lieferumfang dabei ist, sind wir schon auf jeden Fall über 7.000 €. Es kommt immer natürlich drauf an und ja, kann ich nur sagen, wenn ihr damit irgendwie in Kontakt kommt, das ist immer eine gute Position im Preissegment unter 10.000 € tatsächlich. Ja. Ja, sehe ich auch so. Und jetzt haben wir als allerletztes noch ein Sportmodell. Ja, genau. Und da sind wir im ähnlichen Qualitätssegment. Hier Papierkram. Kalender auch noch. Aus der Zeit. Ich habe sowas auch noch nie gesehen hier mit diesen... 1977, 78, ja, die kannst du bei eBay kaufen für $400. Ah, echt? Ist das ist so? unglaublich. Diese? Guck mal, da hat man auch was Neues, ne? Die Papiere sahen damals auch anders aus dann. Also so muss das sein. Seriennummer drauf, datiert, gestempelt, unterschrieben. Also Und hier ist dann noch die Originalrechnung. Kaufbeleg. Kaufbeleg. Das hier ist noch das Booklet dann wahrscheinlich. Ja, Ne? auch in der richtigen Sprache. Zu Rolex. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Die Sprache muss passen, ne? Ja. Und die Uhr? So, das ist eine 1665 Referenz Rolex Sea Dweller, Great White. Das war die erste Sea Dweller, die nach den Double Red Sea Dwellern kam. Warum nennt man die so? Also weil die Schrift in weiß ist? Oder warum nennt man The Great White, weil das Rote dann diskontinuiert okay. wurde. So, und du hast halt die Sea Dweller mit dem Helium Gas Escape Valve. Sehr dick und hat oben das Superdome drauf. Das, ich nehme an, das ist das Originalglas noch von damals. Und eine Patina, unglaublich. Also schön Pumpkin, was wir sagen. Ja, das sieht wirklich so aus. Man hat auch hier wieder, die Hands passen halt perfekt. Der Leuchtpunkt auch. Der Leuchtpunkt passt, die Zeiger sind so leicht korrodiert. Und wenn man sich, ich sag mal, 10 Sea Dweller anguckt, dann wird es bei 6 so gewesen sein. Das ja, ich habe mal mit jemandem darüber gesprochen, der meinte halt, dass die Leuchtmasse generell auch Feuchtigkeit beinhaltet und dass sich das dann auf den Zeiger niedergelegt hat. Ich weiß nicht, ob das so ist oder nicht. Oder? Ich sag mal, das war definitiv ein Effekt von Feuchtigkeit. Ja, okay. Wo man dann überlegt, ist eigentlich eine wasserdichte Uhr, aber... Also einer hatte mir gesagt, das hat was mit der Leuchtmasse zu tun und den Feuchtigkeitsgehalt der Leuchtmasse über die Zeit, dann wenn es so da... Ja, dass die von der Feuchtigkeit, von der Leuchtmasse abgeht, ja. Kann auch sein. Overall auch ein super Zustand, sieht aus wie unpoliert. Also. Ja, ist unpoliert. Ah, okay. 100% Originalband. Jetzt guck dir mal die Anstöße an von oben, die Factory Bevels, diese polierten Seiten hier oben auf den Anstößen. Die sind wie am ersten Tag, also ganz stark, original. Stimmt, ja, stimmt. Die kann man auch nicht so gut reproduzieren. Es gibt viele... Wie ist das denn mit dem Aufarbeiten? Hast du schon mal eine Aufarbeitung gehabt, wo du gesagt hast, die ist gar nicht, also hast du schon mal etwas für Factory gehalten, obwohl es nicht Factory war? Lange Zeit her, ja. Ja? Also ich sag mal, dieses Polieren können wir ja alle, das kann der Rolex-Händler, das kann jeder Uhrmacher. Und dann gibt es die Leute, es gibt ein paar Firmen weltweit, die machen, 2, 3 Firmen, die machen das, die sagen, wir machen Detailing. So, das heißt, dass die ein Gehäuse auf Neuzustand wiederbringen. Was man aber beachten muss, ist, dass die Uhr komplett homogen sein muss. Das heißt, man muss gucken, wie das Zifferblatt ist, wie das Band ist, wie das Stretch vom Band ist und dann wird man rausfinden können, ob es komplett detailliert worden ist oder ob es original ist. Wo liegt sowas aktuell? Die liegt bei $53.000. Und jetzt nur noch zum Vergleich, wenn du eine normale 1665 Sea Dweller hast, in einem schönen Zustand, also schön heißt nicht so, aber schön, mit Boxpapieren bist du bei knapp 27, 28. Wow, okay, so großer Unterschied. Das heißt, wir haben den Aufpreis hier einmal für die Qualität, ja, für den Zustand der Uhr, plus hier hast du einen unglaublich Pumpkin-Look drauf. Okay. Und jetzt, wenn wir in die Zukunft schauen, wie ist deine Vorhersage, was sowas jetzt angeht? Wie würdest du die aktuelle Marktsituation ansehen? Also wir haben ja wirklich auf die Uhren, das ist ja ein regelrechter Run. Ja. Für mich jetzt als Außenstehender, ich würde sagen, Vintage-Uhren sind halt nochmal
weniger gefährdet, so einfach von gewissen Trendthemen, weil ich meine, das hat sich über Jahre aufgebaut. Wir reden hier über eine Day-Date in Gelb-Gold, jetzt kein normales Blatt, die kostet 20.000 €, aber dafür gibt es noch nicht mal, dafür gibt es aktuell eine Pepsi. Ja, ne? Also, und die wird noch die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre im Programm bleiben. Also wie siehst du da den Markt? Im Moment ist ein Markt, ich sag mal, den neuen Markt lassen wir mal außen vor, das ist ja ein Trophy-Markt, jeder möchte die top aktuellen Uhren haben und so entsteht der Preis. Wir sprechen hier über Uhren, die einen starken Track Record hatten, eine Historie haben. Die sind ohne Hypes und ohne Knappheiten auf dem Markt, haben die Preise sich bis hierhin entwickelt. Und weil diese Uhren nicht mehr gemacht worden sind, müssen wir halt gucken, ob wir das gute Exemplar finden unter denen, die auf dem Markt sind. So, und wenn man dann auf den starken Zustand trifft, dann wird diese Uhr einen starken Aufpreis haben. Bei Vintage bist du ja auch nicht irgendwie... Vintage ist nichts für Flipper. Ah, okay. Ne? Also du musst heute schon den Preis von morgen zahlen, damit du die starke Uhr bekommst. Das heißt, langfristig ist die Uhr sicher, ja? Aber wenn du heute kaufst und nächstes Jahr wieder verkaufen willst und du verkaufst über einen Händler oder so oder morgen, dann wirst du Geld verlieren. Okay. Ja? Deswegen sagen wir, also wenn jemand sehr kurzlebig ist und sagt, ich möchte die Uhr kaufen und in 6 Monaten wieder verkaufen, dann sage ich, okay, du wirst Geld verlieren. Ja? Weil du den Preis von nächsten Jahr bezahlt hast. Aber ich glaube zum Beispiel, bei Stella-Uhren und so und auch jetzt hierbei, meine ich nicht. Das geht relativ schnell im Moment. Steinzifferblätter und Stellas, die sind extrem vielleicht stark. Bei den Sportmodellen kann man darüber diskutieren, aber bei den Uhren glaube ich nicht, dass Ja, die gehen sehr, sehr stark und ich sag mal, wenn wir die Uhr jetzt für 60.000 $ verkaufen, es kann sein, dass ich in 2 Monaten eine für 64 kaufen muss. Ja. Und deswegen, ich sag mal, derjenige hat gerade Glück, der die Uhr in der Hand hat. Ja, ob da 62, 64, 58.000 $ weggehen, das ist eigentlich so gesehen langfristig gar keine Frage mehr. Ja, nee, sehe ich auch so. Im Vintage-Bereich gelten andere Regeln und ich muss sagen, es war wieder sehr, sehr spannend und wir werden uns das nächste Mal wiedersehen. Sehr gerne. Stimmt. Von daher vielen Dank fürs Einschalten. Alle Informationen zu Momentum sind in der Beschreibung und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Danke. Ciao. Bis dann.